Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Was habe ich heute vor mit euch? Dadurch, dass sich so viele Leute für mein Feuerblumen-Video interessiert haben, für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ich verlinke euch gerne hier oben. Da könnt ihr noch mal gucken, da erkläre ich Schritt für Schritt, wie ich die gemacht habe. Dachte ich mir, ich möchte heute das von Dora zu zeichnen. Also wir haben einmal im ersten Video ganz feurige orange-rote Blumen gemacht. Und passend zur Jahreszeit werden wir heute die Winterversion davon machen. Dazu verwenden wir heute wunderschöne Blautöne. Ich beginne mit Petrol, Mittelblau, Aquablau, Silber und Schwarz für unsere Base. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Video. Legen wir los. Okay, meine Lieben, wir starten mit einer schwarzen Base. Wie immer, wir brauchen gar nicht viel für diese Zäule-Technik. Wir streichen unsere Base schön. Das kennt ihr schon von mir. Okay Leute, wir möchten Winterblumen zaubern. Dazu habe ich, wie im ersten Video schon gezeigt, ganz handelsübliche Ketten. Diese werden wir jetzt einfärben. Und zwar beginne ich mit der hellsten Farbe oben. In meinem Fall ist es dieses wunderschöne Silber. Schaut wirklich, dass die Ketten schön bedeckt sind. Heute arbeiten wir mit 4 Farben. Anschließend verwende ich dieses wunderschöne Aquablau. So, auch hier könnt ihr ein bisschen variieren, wie groß eure Abstände sein sollen von den Farben. Ich versuche es relativ gleich zu halten. Weiter geht's mit Mittelblau. Das ist eine echt tolle Farbe. So. Und ganz zum Schluss die dunkelste Farbe. In meinem Fall habe ich mich heute für Petrol entschieden. So, okay. Das ist es dann schon. Wenn ihr möchtet, könntet ihr jetzt wieder mit den Farben beginnen. Wir starten erst einmal so. Wichtig ist hier, bedeckt die Kette gut mit Farbe von allen Seiten. So. Genau. Wunderbar. Nun können wir auch schon starten. Ihr seht, meine Farbe ist nicht so flüssig, dass sie mir mein Bild voll tropft. Und wie gewohnt legen wir die Kette in wellenförmigen Bewegungen auf und starten. Ja, sehr gut. Genau. Ich tunke meine Kette kurz in Wasser. In der Zwischenzeit kann ich schon mit der nächsten Kette weitermachen. Auch hier wieder aufpassen, dass euch nicht die Farbe auf euer Bild tropft. Lege die Kette in wellenförmigen Bewegungen auf und ziehe diese ab. Nicht vergessen, vor dem Auflegen die Kette gut mit Farbe zu bedecken. So. Hier habe ich mich dazu entschieden, zuerst die eine Seite und dann die andere zu machen.
Und dann können wir sie schon wieder abziehen. Sehr gut. Um ein bisschen Kontrast zu schaffen, werde ich für die große Blume hier im Hintergrund die Farben vielleicht doch noch einmal doppelt layern. Wie gewohnt, die Kette in die Farbe legen, alles schön bedecken. Und was ich jetzt mache, um meine große Blume zu gestalten, ist, dass ich meine Farbe noch ein bisschen weiter nach unten ziehe. Dazu die Kette einfach weiter bis zum Ende bedecken. So. Das schafft uns später auch ein bisschen mehr Dynamik. Und ein wunderschönes Farbspiel. So, gesagt, getan. Und wir können sie schon wieder abziehen. Bitte kurz ins Wasser tunken. Und weiter geht's. So, dann können wir jetzt auch schon mit der anderen Seite starten. Ihr könnt es ein bisschen variieren von der Größe. Wenn ihr eine größere Blüte haben möchtet oben, müssen wir hier einen größeren Kreis machen. So. Und dann können wir schon wieder abziehen. Wunderschön. Geht ihr kurz ins Wasser. Ist auch immer sehr spannend ist, ihr könnt natürlich auch die Blüte einmal von der anderen Seite machen. Das sieht dann so aus. Wir können schon wieder abziehen. Genau. Wichtig ist hier immer, dass ihr einfach wirklich guckt, dass eure Ketten gut bedeckt sind mit Farbe. Ihr müsst auch nicht jede Blüte gleich machen von der Anreihung. Das ist, wie es euch beliebt. Ihr seht jetzt hier, ich mische meine Farben ein bisschen. Es ist doch draußen auch so, dass nicht jede Blüte die gleiche Form und Farbe hat. Das möchte ich in diese Richtung machen. So. Und wir ziehen schon wieder nach unten. Jawohl. So, und jetzt noch einmal.
Ihr seht, ich variiere immer ein bisschen mit meinen Linien. Und das macht das Ganze einfach ein bisschen spannender. Auch jetzt, es kann eine Blüte ein bisschen dunkler sein, die andere ein bisschen heller sein. Das finde ich wirklich schön. So. Ich hätte gerne noch eine Blüte unten in der Mitte. Dieses Mal wieder von der anderen Seite. Alles klar, meine Lieben. Ich wollte Winterblumen mit euch zaubern. Deswegen versuchen wir jetzt hier noch ein paar kleine Schneeflöckchen zu machen. Dazu brauchen wir eigentlich nur einen ganz handelsüblichen Pinsel, ein bisschen weiße Farbe. So, das reicht uns schon. Und jetzt ganz vorsichtig. So, gut, meine Lieben, ich würde sagen, der Winter lacht uns an. Ich finde es ganz toll, wie sich hier die Farben verbinden, von dem Hellblau zum Dunkelblau zum Silber. Heute haben wir wirklich versucht, ein bisschen dynamischer zu arbeiten. Die Blüten einmal in die rechte Seite, einmal in die linke Seite. Auch hier gilt wieder, wie es euch beliebt. Lasst euch inspirieren von den Farben. Ihr seht, dass man mit ganz wenig Mittel schaffen kann. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es gefällt mir wirklich gut. Gut, meine Lieben, dann war es das schon wieder mit dem heutigen Video. Unsere wunderschönen Winterblumen. Nicht vergessen, wenn ihr ein Tutorial braucht oder eine Anleitung braucht, ich verlinke euch das Feuerblumenvideo hier oben. Da erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie ich das gemacht habe, wie viel Farbe ich verwendet habe etc. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Lasst mir gerne, wenn es euch gefallen hat, ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.